Der PAK-FA, perspektivischer Flugkomplex der Frontfliegerkräfte, auch bekannt als das russische Kampfflugzeug der 5. Generation T-50, absolvierte am 29. Januar 2010 seinen Jungfernflug. Nach seinem Dienstantritt bekam es den Namen Su-57. Wie auch jedes Flugzeug des Hauptentwicklers Sukhoi tragen die Maschinen zuerst die Bezeichnungen T und werden später Su. Was wissen wir über die Maschine bereits? Das Flugzeug ist nach einem normalen aerodynamischen Schema gebaut, bei dem Flügel und Rumpf nahtlos ineinander übergehen. Das System der Elektrofernsteuerung verleiht ihm eine hohe Manövrierfähigkeit und Steuerbarkeit. Das Schubkraft-Gewicht-Verhältnis des Jagdflugzeugs ist größer als 1. Der Reiseflug mit Überschallgeschwindigkeit ist möglich, ohne den Nachbrennermodus der Triebwerke zu verwenden. Bei der Konstruktion werden weitgehend Verbundwerkstoffe verwendet. Die Maschine verfügt über eine Reihe von Maßnahmen zur Verringerung ihrer thermischen und Radarsichtbarkeit. Betrachten wir das Jagdflugzeug nun nicht nur als Flugzeug, sondern als Kampfsystem. Der T-50 ist als multifunktionales Kampfflugzeug konzipiert und vereint die Funktionen von Jagd- und Angriffsflugzeug. Das heißt, er kann sowohl Luft- als auch Bodenziele effektiv zerstören. Die Kampfflugzeuge früherer Generationen wurden in erster Linie als Luftjäger entwickelt. Viele von ihnen konnten zwar am Boden operieren, aber nicht so effektiv wie spezialisierte Kampfflugzeuge. Das Konzept änderte sich, als die MiG-29 und Su-27 zur 4. Generation Plus modernisiert wurden. Zu ihrer Bewaffnung gehörten Lenkbomben und gelenkte Luftbodenraketen und vor allem erhielten die Maschinen ein neues Waffensteuerungssystem. Das Waffensteuerungssystem basiert auf der Bordradarstation. Der Hauptentwickler des Radars für den T-50 ist das Tikomirov-Forschungsinstitut für Instrumentierung. In diesem Unternehmen wurde Mitte der 50er Jahre das erste Ortungsgerät für Düsenjäger entwickelt. Es war auf den Abfangjägern MiG-17 aufgebaut. Die Eigenschaften des Systems erlaubten es, ein Luftziel in einer Entfernung von bis zu 11 Kilometern zu erkennen. Seit einigen Jahren lautet das Motto des Instituts: Früh sehen heißt gewinnen. Das heißt, ihre Ortungsgeräte sollten in der Lage sein, Ziele zu erkennen, bevor der Feind das russische Flugzeug entdeckt. Wichtige Errungenschaften auf dem Gebiet der weltweiten Funkortung sind mit dem Forschungsinstitut für strukturelle Instrumentierung verbunden. In den 1970er Jahren entwickelte das Institut das Saslon-Waffenkontrollsystem für das neue sowjetische Abfangjägerflugzeug. Die Rede ist von der MiG-31, einem Vertreter der 4. Generation von Düsenflugzeugen. In diesem Flugzeug wurde zum ersten Mal in der Welt ein Ortungsgerät mit einem sogenannten phasengesteuerten Antennensystem installiert. Bei den Ortungsgeräten früherer Generationen wurde der Luftraum durch mechanische Drehung der Antenne abgetastet. Bei dem neuen Ortungsgerät erfolgt die Abtastung elektronisch. Dies hat die Geschwindigkeit des Systems erheblich gesteigert und ermöglicht es, mehrere Ziele gleichzeitig zu begleiten und zu beschießen. Diese Arbeit hatte mehrere Etappen. Da zum ersten Mal in der Weltpraxis solche Innovationen wie phasengesteuerte Antennengruppen und ein digitales Computersystem an Bord des Jagdflugzeugs eingeführt wurden. Der Unterschied zu früheren Systemen bestand darin, dass hier die neuesten technologischen Errungenschaften eingesetzt wurden. Es wurden auch viele andere Innovationen eingeführt, was diese Arbeit besonders bedeutsam macht. Bemerkenswert ist, dass die Antenne eines solchen Ortungsgeräts stationär sein kann. Wenn es jedoch notwendig ist, den Erfassungsbereich zu vergrößern, kann sie auch beweglich gemacht werden. Auf diese Weise wird zum Beispiel das Ortungsgerät des Su-35 hergestellt. Dieses Gerät gehört zur Generation 4++ und seine Eigenschaften entsprechen in etwa denen der Generation 5. Das Ortungsgerät der Su-35 ist in der Lage, bis zu 30 Ziele zu verfolgen. Die Erfassungsreichweite beträgt bis zu 400 Kilometer. Was die T-50 betrifft, so wurde für das Kampfflugzeug ein Ortungsgerät mit einer aktiven phasengesteuerten Antennengruppe entwickelt, die mit AFA abgekürzt wird. Während die Station bisher mit einem großen Sender ausgestattet war, verfügt nun jedes Sende- und Empfangsmodul über einen eigenen verkleinerten Sender. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Systems und ermöglicht eine flexiblere Signalsteuerung. Der Hauptunterschied zu früheren Entwicklungen besteht darin, dass es bei allen bestehenden Systemen mit mechanischer Abtastung und mit elektronischer Abtastung einen Sender mit dieser oder jener Leistung und einen Mikrowellenempfänger mit einer gewissen Empfindlichkeit gibt, wobei der Sender von der Leistung her das größte und von der Zuverlässigkeit her das schwächste Glied im Radar ist,
weil er hohe Spannungen, einige Dutzend Kilovolt, führt. Hier sind Sender und Empfänger praktisch entlang der Apparatur, entlang des Antennennetzes verteilt. Das heißt, in jeder Antennenzelle befindet sich ein Miniatursender und ein Miniaturempfänger. Die Anzahl der Elemente variiert mit dem Modell des Flugzeugs und dem Durchmesser der Antenne. Sie kann in der Größenordnung von 1000 bis 2000 Modulen liegen. Neben der erwarteten höheren Zuverlässigkeit, die sich jetzt bestätigt hat, gibt es auch mehr Möglichkeiten, die Richtcharakteristik zu steuern, verschiedene Strahlen zu bilden, verschiedene Formen, verschiedene Richtungen. Das heißt, dies ist bereits die Technik der nächsten Generation. Genau wie die 5. Generation der Kampfflugzeuge haben wir diese 5. Generation des Radars und das ist die Technik des 21. Jahrhunderts. Es gibt noch einen weiteren, nicht unbedeutenden Aspekt, denn für die T-50 ist nicht nur eine Radarstation vorbereitet, sondern ein ganzes multifunktionales funkelektronisches System. Neben der Erkennung von Luft- und Bodenzielen löst das System viele weitere Aufgaben, darunter Navigation, funktechnische Aufklärung, funkelektronische Abwehr, Identifizierung eigener und feindlicher Objekte, radioelektronische Gegenmaßnahmen. Das Waffensteuerungssystem des Jagdflugzeugs umfasst auch eine optische Ortungsstation. Sie befindet sich vor der Haube des Flugzeugs. Zum ersten Mal wurde ein solches System bei den Kampfflugzeugen der 4. Generation MiG-29 und Su-27 installiert. Die Station sucht Ziele anhand ihrer Wärmestrahlung. Die Entfernung zum Ziel wird durch den Laserentfernungsmesser bestimmt. Im Nahkampf kann die optische Ortungsstation mit einem hell montierten Zielbestimmungssystem zusammenarbeiten. Es ist klar, dass effektive Erkennungs- und Zielbestimmungssysteme nur die halbe Miete sind. Man braucht auch noch geeignete Mittel zur Bekämpfung. Beginnen wir mit den Waffen, die für den Luftkampf eingesetzt werden, nämlich mit gelenkten Luft-Luft-Raketen. Die ersten Lenkraketen im Arsenal der sowjetischen Kampfflugzeuge erschienen Ende der 50er Jahre. Ihre maximale Schussweite lag zwischen 3 und 6 Kilometern. Nach heutigen Maßstäben ist das nicht viel, aber damals, vor dem Hintergrund der Bewaffnung mit Handfeuerwaffen und Kanonen, war das ein echter Durchbruch. Mit der Verbesserung der Raketen und ihrer Steuerungsmethoden wuchs auch die maximale Startreichweite. Im Laufe der Zeit begann man, die Raketen nach diesem Indikator zu klassifizieren. Es entstanden Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen. Betrachten wir einige Beispiele von Lenkwaffen, die zur Bewaffnung von Kampfflugzeugen der 4. Generation gehören und die auch für das Kampfflugzeug der 5. Generation relevant sind. Für die Su-27 und die MiG-29 wurde die Kurzstreckenrakete R-77 entwickelt, deren Zielsuchkopf infrarot, also thermisch ist. Die maximale Reichweite beträgt 30 Kilometer. Solche Raketen werden auch im Nahkampf eingesetzt, wodurch erhöhte Anforderungen an ihre Manövrierfähigkeit gestellt werden. Die R-77-Rakete verfügt über ein Triebwerk mit gesteuertem Schubvektor. Sie kann Ziele treffen, die mit einer Überlast von bis zu 12 Einheiten manövrieren. Die Rakete hingegen hält einer 40-fachen Überlast stand. Die Weiterentwicklung der R-77 ist die RW-WMD-Rakete, was für Kurzstrecken-Luft-Luft-Rakete steht. Wenden wir uns nun den Mittelstreckenraketen zu. Die R-27 der 4. Generation der Kampfflugzeuge hat 2 Varianten. Die erste ist thermisch, die zweite mit einem semiaktiven Radarlenkkopf. Der semiaktive Lenkkopf erfordert die Ausleuchtung des Ziels durch das bordeigene Ortungsgerät des Flugzeugs, so dass das Prinzip des Feuerns und Vergessens nicht angewendet werden kann. Die neuen Mittelstreckenraketen wurden mit aktiven Radarköpfen ausgestattet, deren Ortungsgerät ab einer bestimmten Entfernung das Ziel selbst bestrahlt. Der Lenkalgorithmus umfasst 2 Stufen. In der ersten Stufe funktioniert der Zielsuchkopf nicht. Das Steuerungssystem der Rakete führt sie zu einem bestimmten Punkt, der im Voraus auf der Grundlage der Parameter der Zielbewegung berechnet wird. Wenn der Feind ein Manöver durchführt, wird dies vom Ortungsgerät des Jagdflugzeugs erkannt und der Rakete werden Befehle zur Korrektur ihres Fluges übermittelt. Bei Erreichen des Zielpunkts wird der Zielsuchkopf eingeschaltet. Wäre er semi-aktiv, würde er die Beleuchtung des Ziels durch den Flugzeugortungssender erfordern. Der aktive Kopf braucht sie nicht. Das heißt, die zweite Stufe setzt das Prinzip Feuern und Vergessen um. Und was auch wichtig ist, wenn sich das Ziel ursprünglich in Reichweite des Ortungsgeräts der Rakete befindet, entfällt die erste Stufe der Lenkung. Feuern und Vergessen. Das bedeutet, dass die Flugzeugbesatzung die Möglichkeit hat, ihre Flugbahn frei zu wählen, unabhängig von der Tatsache, ob die Rakete das Ziel erreicht hat oder nicht.
Bei herkömmlichen Systemen folgt das Flugzeug weiterhin der Rakete, denn die Funkkorrekturlinie hat keine unendliche Reichweite. Und um den Kontakt zur Rakete aufrechtzuerhalten, muss es sich mit ihr bewegen. Natürlich vielleicht mit einer gewissen Abweichung im Winkel. Nicht direkt auf das Ziel, aber dennoch in diese Richtung fliegend. Doch wenn er die freie Wahl hat, kann er umdrehen und zurückfliegen. Die Rakete ist für ihn nicht mehr wichtig. Sie wird die ganze Arbeit selbst erledigen. Moderne Mittelstreckenraketen können einen in der Luft befindlichen Feind in einer Entfernung von über 100 Kilometern treffen. Bis vor kurzem galten Raketen mit solchen Indikatoren als Langstreckenraketen und waren Teil des Arsenals schwerer Abfangjäger wie der MiG-31. Was die Luftbodenlenkwaffen betrifft, so ist ihre Nomenklatur viel breiter gefächert. Das liegt an der Vielfalt der Ziele. So gibt es beispielsweise eine Klasse von Raketen, die für die Zerstörung von Radarstationen am Boden konzipiert sind. Um ein Radar anzugreifen, muss es nicht beleuchtet werden, da es selbst eine starke Strahlungsquelle ist, die vom Zielsuchkopf erfasst wird. In der Vergangenheit wurden, um solche Raketen zu verwirren, bodengestützte Radaranlagen für eine kurze Zeit ausgeschaltet. Moderne Raketen lassen sich nicht mehr verwirren, sie merken sich die Koordinaten der Stationen und werden per Autopilot zum Ziel geführt. Die andere Klasse besteht aus Antischiffsraketen. Schiffe haben in der Regel eine gute Luftabwehr, was es für Flugzeuge gefährlich macht, sich ihnen zu nähern. Daher haben moderne Antischiffsraketen eine recht große Startreichweite von 70 bis 260 Kilometern, je nach Raketentyp. Die Raketen nähern sich den Zielen in niedriger und extrem niedriger Höhe, sodass sie weniger anfällig für die Luftabwehr der Schiffe sind. Andere Ziele für Luftbodenlenkwaffen können Brücken, Flugplätze, Hauptquartiere und andere wichtige Einrichtungen sein, auch solche, die gut befestigt sind. Und jedes Ziel erfordert einen anderen Ansatz. So gibt es zum Beispiel Raketen mit semiaktiven Laserzielköpfen. Ein Laserstrahler wird verwendet, um das Ziel zu beleuchten. Ein solcher Sender kann von Sabotagegruppen hinter den feindlichen Linien in der Nähe von wichtigen Objekten installiert werden. Er wird durch ein Flugzeugsignal aktiviert. Und es gibt Raketen ohne Zielsuchkopf. Sie fliegen mit Hilfe von Satellitennavigation zum Ziel an vorher festgelegten Koordinaten. Die Unternehmen, die Lenkflugkörperwaffen entwickeln, sind Teil der taktischen Raketenrüstungsgesellschaft. Ihre Aufgabe ist dieselbe, die Bereitstellung von Trägerfähigkeiten für moderne Flugzeugwaffen. Denn ein Träger ist gut, aber ein Kampfsystem wird er erst dann, wenn sich an Bord eine funkelektronische Anlage befindet, die für die Zielbestimmung und die modernen Flugzeugwaffen sorgt, die dieser Träger an das Ziel bringen muss. Die Aufgabe ist grundsätzlich recht schwierig, denn die T-50 verwendet auch Tarnkappentechnik und um unauffällig zu sein, müssen die Waffen im Inneren des Rumpfes untergebracht werden. Das erschwert die Aufgabe des Waffeneinsatzes grundlegend, denn unter dem Flügel kann dann der Zielmarkierer nicht mehr angebracht werden, also funktioniert die Zielbeleuchtung während des Fluges der Rakete zum Ziel so nicht. Daran wird hart und intensiv gearbeitet. In den letzten Jahren wurden allein 25 neue Modelle getestet. Ein solches Entwicklungstempo bei neuen Waffen gab es in der Sowjetunion nicht. Es ist also eine sehr ehrgeizige und schwierige Aufgabe. Aber alle Leiter von Unternehmen und Arbeitskollektiven sind auf ihre rechtzeitige Lösung ausgerichtet. Auch die Kanone hat das russische Kampfflugzeug der 5. Generation nicht aufgegeben. Kanonenwaffen werden von Kampfflugzeugen im Luftnahkampf und beim Angriff auf Bodenziele eingesetzt. Unter den Entwicklern von Flugzeugbewaffnung wird über dieses Thema ständig diskutiert. Der Hintergrund hierfür liegt darin, dass man beim Installieren einer Kanone Kompromisse hinsichtlich Gewicht und Volumen eingehen muss. Wenn es sich bei der Munition um etwa 150 bis 200 Stück handelt, kann man verstehen, dass das Flugzeug ein beeindruckendes Gewicht hat. Es stellt sich die Frage, warum man diese Nutzlast nicht ausnutzt und 2 oder 3 Kurzstreckenraketen einbaut. Diese Raketen haben übrigens eine größere Reichweite als die Kanone. Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass Raketen komplexe Geräte sind und die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Ziel erfolgreich treffen, nicht immer absolut ist. Deshalb argumentieren die Befürworter des Einsatzes einer Kanone, dass es vorteilhafter ist, eine relativ einfache, kostengünstig zu wartende Waffe zu haben, als teure Raketen zu verschwenden und nicht das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Das Abfeuern der Kanone belastet die Struktur des Flugzeugs stark, daher gibt es eine Testphase am Boden, um diese Auswirkungen zu bewerten. Nach dem Abfeuern wird die Rumpfnase auf Mikrorisse untersucht. Wie auch bei den amerikanischen Kampfflugzeugen der 5. Generation
basiert das Waffensteuerungssystem ebenfalls auf einem aktiven phasengesteuerten Radar, mit dem sowohl Luft- als auch Bodenziele effektiv bekämpft werden können. Die Hauptbewaffnung befindet sich ebenfalls in internen Fächern. Ein modernes Kampfflugzeug muss nicht nur in der Lage sein, effektiv anzugreifen, sondern sich auch gut zu verteidigen. Der Verteidigungskomplex ist so konzipiert, dass der Pilot die Situation um das Flugzeug herum vollständig kontrollieren kann. Die Aufgabe besteht darin, einen Überraschungsangriff des Feindes zu minimieren und das Funktionieren seiner Lenksysteme unmöglich zu machen. So signalisieren spezielle Sensoren den Start von Raketen, die Bestrahlung von Ortungsgeräten oder Lasern. Wenn eine Bedrohung erkannt wird, greift das System der Gegenmaßnahmen automatisch ein. Zur Steuerung des Waffensystems und zur Überwachung anderer Flugzeugsysteme sind in den Cockpits moderner Kampfflugzeuge Multifunktionsdisplays installiert. Der Prototyp des PACFA-Cockpits ist das Cockpit des Su-35-Jägers. Es verfügt über 2 Farbbildschirme mit unterschiedlicher Diagonale, 15 Zoll. Auf ihnen kann der Pilot alle notwendigen Informationen anzeigen lassen, die er in einer praktischen Weise angeordnet hat. Darüber hinaus gibt es mehrere zusätzliche kleine Displays und multifunktionale Bedienfelder. Auch wichtige Informationen zur Steuerung und Zielerfassung werden auf der Windschutzscheibenanzeige eingeblendet. Bei der T-50 ist die Anzeige groß und im Breitbildformat. Ein modernes Kampfflugzeug ist also eine komplexe Kampfmaschine, deren gesamte Ideologie auf die effektive Erfüllung der gestellten Aufgabe ausgerichtet ist. Weiter zu sehen und dabei unentdeckt zu bleiben, das Ziel mit der ersten Rakete zu treffen, schneller und wendiger zu sein als der Feind. Mit der Weiterentwicklung der Kampfjets wurden nicht nur ihre Kampfeigenschaften verbessert, sondern auch ihr Steuerungssystem im Kampf. Die ersten Düsenjäger wurden durch verbale Befehle vom Boden aus zum Ziel gelenkt. Später wurde die automatische Kampfführung eingeführt und nicht nur Bodenstationen, sondern auch Langstrecken-Radarflugzeuge wurden zur Zielbestimmung eingesetzt. Die Kampfflugzeuge der 4. Generation waren in der Lage, in einer Gruppe zu interagieren. Der erste war der Abfangjäger MiG-31. Wenn eines der taktischen Flugzeuge Informationen über ein Ziel erhält, kann es diese über einen geschlossenen Kommunikationskanal an die Indikatoren der anderen Maschinen weitergeben. Darüber hinaus kann die MiG-31 auch andere Jagdflugzeuge auf die Ziele ausrichten. Ein modernes Kampfflugzeug ist also nicht nur ein effizientes Flugzeugsystem, das autonom operieren kann, es ist Teil eines großen funkelektronischen Systems, das die Koordinierung der Kampfeinsätze sicherstellt. Und dies sollte bereits bei der Entwicklung der Maschine berücksichtigt werden. Das Flugzeug wird zu einem Teil der Umgebung, von der es Aufgaben, Zielvorgaben erhalten und gelenkt werden muss. Dabei führt es aber auch selbst Geländeaufklärung durch und meldet diesen automatisierten Kontrollsystemen, was es sieht, was es hört und was von anderen Flugzeugen eingesetzt werden kann. Moderne Kriegsführung bedeutet, dass der Pilot über detaillierte Informationen über die Luft- und Bodensituation verfügen muss. Und je mehr Informationen er hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs. Die Daten kommen sowohl von bordeigenen als auch von externen Ortungsmitteln, einschließlich des Weltraumstreitkräften. Das Flugzeugsystem analysiert die empfangenen Informationen und hilft dem Piloten, die beste Entscheidung zu treffen. Bildlich gesprochen haben die neuesten einsitzigen Kampfflugzeuge 2 Besatzungsmitglieder, von denen eines ein leistungsstarker Bordcomputer ist. Ein anderer Begriff, der in diesem Zusammenhang verwendet wird, ist Elektropilot. Zumindest die anfängliche Verarbeitung von Informationen über die Einschätzung der Bedrohung, über die Bewertung der Ziele, der Typen, der gefährlichsten Situationen, das sollte auf dem modernen Niveau durchaus auf Kosten des sogenannten intelligenten Besatzungsunterstützungssystems gehen. Dies wird als elektronischer Co-Pilot bezeichnet. Die Informationssystem sammelt Daten von allen Sensoren. Radar, optisch, Wärmesicht, elektronische Aufklärung, Bodenstationen. Es verarbeitet diese Daten und gibt Empfehlungen an den Piloten weiter. In anderen Worten, der Pilot kann entweder diesen Empfehlungen folgen, die ihm von dieser maschinellen Intelligenz gegeben werden, oder indem er die Aufgabe neu formuliert, neue Empfehlungen erhalten und danach handeln. Die hervorstechende Eigenschaft eines Kampfflugzeugs der 5. Generation ist meiner Meinung nach die Integration. Die Integration von allem mit allem. Diese Integration der Flugzeugsysteme untereinander, das ist ihre adaptive Steuerung, das ist die Integration der Zielsysteme mit der Flugzeugkonstruktion.
Und schließlich geht es um die Integration der Besatzung in dieses gesamte Mehrzweckkampfflugzeug. Denn eines der Hauptprobleme war und ist bis heute die Realisierung eines solchen multifunktionalen Flugzeugs in einer einsitzigen Version. Dank der integrierten Nutzung aller Fähigkeiten, aller Systeme und Komplexe, aus denen das Flugzeug besteht, ist dies möglich. Zweifelsohne fordert der technische Fortschritt seinen Tribut. Aber solange die Flugzeugindustrie und insbesondere die Kampffliegerei bemannt ist das Wichtigste an einem Flugzeug immer noch der Pilot. Von seinem geschickten Handeln hängt der Erfolg der jeweiligen Aufgabe ab. Jeder Flugzeugtyp, und das beschränkt sich nicht nur auf Flugzeuge der 5. Generation, hat natürlich seine eigenen Besonderheiten beim Übergang zu neuen Bedingungen. Jetzt gibt es einen neuen Bereich: Geschwindigkeiten nahe Null und Supermanövrierfähigkeit. Psychologisch gesehen verursacht dies Schwierigkeiten für den Piloten, dem immer beigebracht wurde, die Geschwindigkeit nicht unter 500 oder 400 zu senken, damit alles schön normal bleibt. Plötzlich gibt es sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, 200, 100 und sogar 0, sowie recht ungewöhnliche Beschleunigungen. Das erfordert praktische Übung und Ausbildung. Gleichzeitig sind die Flugzeuge, was die gewohnten Pilotenaktivitäten angeht, viel intuitiver geworden, sie verzeihen mehr Fehler. Das heißt, das Flugzeug wird sich nicht mehr selbstständig in eine gefährliche Überlast bringen und keine Grenzwerte verletzen. Die größte Schwierigkeit bei der Beherrschung besteht darin, dass die Anzahl der Kampfmodi immer größer wird. Für die Piloten des Kampfflugzeugs der 5. Generation wurden neue Lebenserhaltungs- und Rettungssysteme sowie neue Ausrüstungen entwickelt. Das führende russische Unternehmen in diesem Bereich ist das Akademiker Severin Forschungs- und Produktionsunternehmen Svesta. Dieses Unternehmen beschäftigt sich traditionell mit der Entwicklung und Herstellung verschiedener Lebenserhaltungs- und Rettungssysteme für Piloten. Das Unternehmen wurde vor mehr als 60 Jahren gegründet und seitdem wurden fast alle von der Sowjetunion entwickelten Systeme in Russland von diesem Unternehmen geschaffen. Die Piloten der ersten Düsenjäger hatten praktisch die gleiche Ausrüstung wie die Piloten von Kolbenmaschinen. Dieselbe Hose und Lederjacke, derselbe Helm mit Schutzbrille. Der Helm wich schließlich dem Schutzhelm. In der Luftfahrt wird er gewöhnlich mit der Abkürzung ZESISH bezeichnet. Statt einer Schutzbrille hat der Helm ein Schutzglas. Es erfüllt einen doppelten Zweck. Erstens schützt der Lichtfilter die Augen vor dem Sonnenlicht und zweitens schützt das Glas das Gesicht vor dem reißenden Strom während des Katapultierens. Früher musste das Fenster vor dem Verlassen des Flugzeugs manuell heruntergelassen werden, später wurde es automatisch. Zu diesem Zweck wird ein Zünder in den Helm eingebaut, der im Moment des Ausstoßens ausgelöst wird. Die neueste Entwicklung ist derzeit der Schutzhelm ZSH-10. Der neue Schutzhelm hat eine Reihe von Vorteilen. Zunächst einmal hat er ein geringeres Gewicht. Außerdem konnte dank der Verwendung neuer Materialien und eines Lichtschutzfilters aus Polycarbonat der Schutz des Kopfes des Piloten vor den Auswirkungen von Sekundärsplittern verbessert werden. Und schließlich kann dieser Helm mit einer Vielzahl von Geräten ausgestattet werden, die es dem Piloten ermöglichen, unter allen Bedingungen zu fliegen und alle Aufgaben zu erfüllen, die im modernen Kampfeinsatz erforderlich sind. Zur Ausrüstung des Piloten gehört auch eine Sauerstoffmaske. Normales Atmen ist ohne spezielle Ausrüstung nur bis zu einer Höhe von 3 bis 4 Kilometern möglich. Bis zu diesem Punkt gelangt atmosphärische Luft in die Maske. Mit zunehmender Höhe wird ihr Sauerstoff zugeführt. Ab einer Höhe von 8 Kilometern atmet der Pilot bereits reinen Sauerstoff. Ursprünglich wurden für diesen Zweck Sauerstoffbehälter verwendet. Aber in den neuesten Kampfjets werden sauerstoffproduzierende Stationen eingebaut. Erstens ist ein solches System natürlich viel leichter und viel kompakter. Zweitens wird die Brandsicherheit des Systems verbessert, denn es müssen keine großen Vorräte an Hochdrucksauerstoff an Bord gelagert werden. Und was am wichtigsten ist, es entfallen alle Arten von Beschränkungen für die Flugdauer. Natürlich ist die Kabine moderner Kampfjets komplett dicht. Und es mag sich die Frage stellen, warum atmen die Piloten ständig durch eine Maske? Die Passagiere in zivilen Flugzeugen kommen doch ohne aus. Nun, ein Jagdflugzeug ist ein Kampfflugzeug. Eine Beschädigung des Cockpits während des Kampfes kann zum Herausschleudern führen und es bleibt möglicherweise keine Zeit, eine Maske aufzusetzen. Ende der 50er Jahre erschien in der Ausrüstung eines Kampfpiloten ein höhenkompensierender Anzug oder Druckanzug genannt. Im Falle eines Druckabfalls in der Kabine oder eines Schleuderstarts in großer Höhe gleicht er den starken Druckabfall aus. Zu diesem Zweck ist der Anzug mit speziellen Kammern ausgestattet. Im richtigen Moment
wird Luft in diese Kammern eingeblasen, wodurch Druck auf den Körper ausgeübt wird, der ein Reißen der Lunge und Gasembolie verhindert. Der Druckanzug funktioniert auch bei Überlastung. Durch die Zusammenpressung des Körpers wird verhindert, dass das Blut aus dem Kopf abfließt, wodurch die Leistungsfähigkeit des Piloten erhalten bleibt. Wenn das Flugzeug entsprechend der Aufgabe nicht in eine große Höhe steigt, ist der höhenkompensierende Anzug nicht erforderlich, der Anti-Überlastanzug reicht aus. Er ist vergleichsweise unkompliziert und bietet Unterstützung für den Lendenbereich und die Beine. Es ist bekannt, dass die Kampfflugzeuge der 4. und 5. Generation eine erhöhte Manövrierfähigkeit haben. Das hat zur Folge, dass der Pilot beim Steuern des Flugzeugs, insbesondere unter Kampfbedingungen, erheblichen Überbelastungen ausgesetzt ist. Oft sind es die extremen Überbelastungen, die dazu führen, dass der Pilot das Bewusstsein verliert, was auch zum Absturz führt. Auf der Grundlage dieser Anforderungen wurde eine neue Generation von Überlastungsanzügen entwickelt. Dank der vergrößerten Fläche der kompensierenden Oberflächen ist es möglich, eine Toleranz gegenüber solchen Überbelastungen zu erreichen, die beim Tragen von Anzügen der vorherigen Generation zu einer kurzfristigen Handlungsunfähigkeit des Piloten führten. Kommen wir nun zu dem Notausstiegssystem. Bei hohen Fluggeschwindigkeiten ist der Luftstrom so stark, dass eine Person nicht mehr genug Körperkraft hat, um das Flugzeug in Not zu verlassen. Deshalb wurden in Düsenjägern fast von Anfang an Schleudersitze eingebaut. Die ersten Schleudersitze erfüllten nur eine einzige Aufgabe. Mit Hilfe eines Pulverschussmechanismus schleuderten sie nur den Piloten aus dem Flugzeug. Danach musste der Pilot das Gurtzeug abschnallen, den Sitz wegdrücken und den Fallschirm öffnen. Später wurden diese Vorgänge automatisiert und die Sitze selbst wurden mit einem System zur Fixierung von Armen und Beinen ausgestattet, das deren Traumatisierung unter dem Einfluss eines Hochgeschwindigkeitsmotors ausschließt. Moderne Schleudersitze sind mit Feststoffraketentriebwerken ausgestattet, die in Betrieb genommen werden, nachdem der Sitz das Cockpit des Flugzeugs verlassen hat. Dadurch kann der Pilot auch bei Nullhöhe und Nullgeschwindigkeit gerettet werden. Nach Ansicht von Luftfahrtexperten gilt der russische K-36 als der beste Schleudersitz der Welt. Er wurde in den späten 60er Jahren entwickelt und seitdem kontinuierlich modernisiert. Der Sitz ermöglicht Rettungsaktionen in Höhen von 0 bis 25.000 Metern. Die Notausstiegsgeschwindigkeit beträgt das 2,5-fache der Schallgeschwindigkeit. Die fortschrittlichste Modifikation des K-36 Schleudersitzes wurde für das russische Kampfflugzeug der 5. Generation vorbereitet. Der charakteristischste Unterschied zu früheren Generationen dieses Sitzes ist ein fortschrittliches Automatisierungssystem, das mit Hilfe von Informationen, die es sowohl von Bord als auch mit Hilfe eines in den Sitzen installierten Sensors erhält, die Flugbedingungen zum Zeitpunkt des Schleudersitzes bestimmt und auf der Grundlage dieser Informationen den Betrieb aller Systeme des Sitzes erheblich optimiert. Diese Aufnahmen zeigen die Funktionsweise des Rettungssystems auf einem speziellen Prüfstand. Eine Attrappe des T-50-Cockpits ist auf einem Fahrgestell montiert. Es wird von Raketentriebwerken auf einem Schienenstrang beschleunigt. Wenn es die gewünschte Geschwindigkeit erreicht hat, wird es herausgeschleudert. Auf dem Sitz befindet sich eine Übungspuppe. Das intensive Abbremsen des Fahrgestells erfolgt mit Hilfe der hydrodynamischen Methode. Neben dem Sitz umfasst das Rettungsgerät auch das Steuerungssystem für den Auswurf und das System zum Öffnen des Notausstiegs. Erst wenn das Flugzeugkabinendach in sicherer Entfernung ist, wird der Sitz entriegelt und dann erfolgt der Schleudergang. Es ist geplant, bis Ende 2024 22 Su-57 von 76 bestellten Flugzeugen auszuliefern, während die restlichen 54 in den Jahren 2025 bis 2028 geliefert werden sollen. Es wurde angekündigt, dass bis 2028 3 Luftregimenter mit Su-57 Kampfflugzeugen ausgestattet sein werden. Wladimir Putin erklärte, nachdem er die Erprobung des Flugzeugs im Sommer 2010 beobachtet hatte, 30 Milliarden Rubel wurden für die erste Phase der Entwicklung des Flugzeugs ausgegeben und der gleiche Betrag wird noch benötigt, um das Projekt abzuschließen. Er erklärte, dass dann mit der Modernisierung der Triebwerke, der Bewaffnung usw. begonnen werde. Gleichzeitig, so Putin, werde das Flugzeug 2,5 bis 3-mal günstiger als ausländische Analoger sein. Die Kosten für ein Flugzeug werden auf 2,236 Milliarden Rubel geschätzt oder 23,6 Millionen Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Like. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.